Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Goldwasch-Folge auf meinem Kanal. Heute garantiert eine Folge ohne Gold, aber das hat auch seinen Grund, denn wir sind hier am Auerbach in Oberaudorf und wollen mal der Frage nachgehen, warum es in diesem Bach eigentlich kein Gold gibt. Dazu werden wir mal einen Blick auf das Gestein werfen. Ich werde euch sagen, in was für eine Gegend wir uns hier befinden. Und spannend ist auch die Tatsache, dass der Auerbach direkt in den Inn fließt und da unten würden wir höchstwahrscheinlich Gold finden. Ich bin aber heute in Zivil unterwegs. Ich habe mein Goldwaschzeug gar nicht dabei. Es sind gerade Ferien, die ich mit der Familie hier verbringe, und trotzdem ist es ja mal interessant zu wissen, in welchen Bächen man Gold finden kann und wo das Ganze relativ aussichtslos ist und warum. Wir sind hier in den Kalkalpen. Der Auerbach entspringt sozusagen mitten in den Gebirgsteil, in dem gar kein Gold ist. Es kommt noch dazu, dass das Bachbett, an dem wir uns hier befinden, sehr künstlich beeinflusst ist, Hochwasserschutz etc. Man kann jetzt nicht mehr gewiss sagen, ob der Bach immer genau in diesem Bett gelaufen ist, aber ich kann euch das mal zeigen. Wir haben hier immer wieder künstliche Stufen. Ja, da hinten auch. Das zieht sich treppenartig den ganzen Bach hoch, und hier hinten sind wir sozusagen aus einer Ecke, die geologisch einfach so beschaffen ist, dass dort leider überhaupt gar kein Gold zu finden ist. So, wir haben hier mal verschiedenste Gesteine. Es ähnelt ein bisschen denen der Isar im oberen Bereich, aber das ist ja auch ein ähnliches Gebiet. Hier bei diesen Geschichten muss man mal aufpassen. Viele würden sagen, das ist hier Quarz und so, aber das stimmt nicht. Das ist ein Gestein, das ist von Kalzitadern durchdrungen, und ja, auch drumherum. Ich werde mal noch ein paar weitere Beispiele suchen. Quarz wäre immer ein gutes Zeichen. In der Nähe von Quarzgestein finden sich eben oft auch Goldeinschlüsse. Kalzit ist was ganz anderes. Das ist unter magmatischen Bedingungen furchtbar gepresst, und dann haben sich die Spalten mit diesem Kalzit gefüllt. Muschelkalk gibt es hier viel in den verschiedensten Ausprägungen. Gar nicht mal jetzt, dass man das so als Fossilien erkennt, aber ehemaliger Meeresboden eben, der sich auch gehoben hat. Hier ist das Allerweltsgestein aus diesen ganzen Bächen und Flüssen aus den Kalkalpen. Das ist so Schlammkalk. Diese Adern sind dann eben immer Kalzite. Das sind ehemalige Hohlräume, die dann damit gefüllt wurden. Ich habe hier letztes Jahr tatsächlich ein paar Stellen prospektiert, weil es mich einfach interessiert hat. Ihr werdet jetzt fragen, wenn er genau weiß, dass da kein Gold ist, warum macht er das? Nicht weit von hier entfernt ist der Inn, und der Inn ist ehemals durch ein großes Tal, durch einen Gletscher sozusagen. Wo jetzt der Inn ist, war früher ein riesiger Gletscher, der sich durch Tal geschoben hat, und so knapp an die Seitentäler kann natürlich schon irgendwie Gold reintransportiert worden sein. Das wollte ich mal gucken, ob es da was zu finden gibt. Ich habe also ziemlich nah am Zufluss zum Inn geschürft, habe aber trotzdem nichts gefunden. Hier ist es übrigens auch im Sommer wunderschön. Direkt hinter mir ist so eine riesige Gumpe nach dem Wasserfall. Da kann man im Sommer wirklich herrlich drin baden. Wahrscheinlich könnte man es auch jetzt, aber das behagt mir nicht. Jedenfalls ist der Auerbach
und das ganze Oberaudorf wunderschön im Sommer. Hier gibt es etliche Gumpen auf dem Weg zum Inn runter, wo man einfach planschen kann, auch mit kleinen Kindern. Angenehm kühl im Sommer, wirklich zu empfehlen, super toll. Einer meiner Abonnenten hat mich gefragt, was machst du denn eigentlich mit dem Gold? Verkaufst du das oder kann man das überhaupt verkaufen? Wo bringt man es dann hin? Was macht man damit? Wie viel findet man so an einem Wochenende? Das sind natürlich spannende Fragen. Ich möchte aber vorab schon mal sagen, also ich beantworte die natürlich gerne, so wie ich das sehe und wie ich es handhabe. Andere mögen das vielleicht anders sehen. Aber Tatsache ist schon mal, dass man das Goldsuchen hierzulande eher mit dem Pilzesammeln vergleichen kann. Also das Geld per se steht nicht im Vordergrund und auch die Menge, die man findet, ist einfach sehr klein. Aber es ist Gold und es ist spannend. Jeder hat andere Ziele. Ich habe andere Goldsucher kennengelernt, die das Gold nach den Flüssen, in denen sie es finden, sehr oft ganz unterschiedlich, körnig, flach. Die Struktur unter dem Mikroskop kann wunderschön sein und faszinierend. Und die heben sich sozusagen das Gold, das sie aus den verschiedenen Flüssen bergen, in verschiedenen Glasröhrchen auf. Ich denke, ich würde ganz gern einen Teil meines Goldes mal dafür verwenden, für meine Frau einen Ring zu machen. Ja, ihr quasi aus meinem Hobby ein Geschenk zu gießen. Dazu brauche ich natürlich einen Juwelier. Aber man muss mal gucken, also es gibt Leute, die es auf Menge anlegen und die dann häufig an den großen Flüssen mit einer Genehmigung mit einem Highbanker unterwegs sind. Da kann man dann schon mal an einem Wochenende ein paar Gramm rausholen. Mir geht es oft eher ums Prospektieren und weniger um die Menge. Deswegen ist es schwer zu sagen, wie viel man so finden kann. Also von 0,0x Gramm bis 3 bis 4 Gramm an einem Wochenende, sage ich mal, sind die Mengen, die man erwarten kann. Mehrere Gramm ist dann schon sehr viel, da braucht es gute Stellen und das schafft man auch nicht immer. Letztlich geht sehr viel Zeit fürs Prospektieren drauf. Also die Zeit, die man benötigt, um mal eine gute Stelle zu finden. Denn selbst in den Flüssen, wo viel Gold ist es nicht an jeder Ecke. Und wenn man es dann geborgen hat, dann ist es für viele halt so ein Sammlereffekt, dann bewahrt man es eben auch auf. Man kann Gold auch verkaufen. Für Naturgold aus riesigen Flüssen wird auch ein höherer Grammpreis bezahlt, als quasi das Gold auf dem Goldmarkt wert ist. Da kann man den Faktor 2 bis 3 sogar ansetzen. Braucht es aber wiederum jemanden seines Vertrauens, würde ich jetzt auch nicht bei jedem machen. Und das Internet ist quasi der Markt, auf dem das funktioniert. Letztlich ist also jedem selber überlassen, was er damit macht. Verkaufen, sammeln, Schmuckstücke draus in Auftrag geben. Es ist ein wunderbares Hobby, also was immer ihr damit macht, habt auf jeden Fall viel Freude dran. Das ist die Hauptsache. So, da vorne ist der Inn. Das Ganze hier ist das Inntal. Das zieht sich hier natürlich so einmal durch. Deswegen dachte ich mir, dass da hinten vielleicht schon Gold hätte sein können, wenn der Gletscher hier mal durchgegangen ist. Aber wie gesagt, das muss nicht das alte Bachbett sein. Gefunden habe ich nichts. Wir schauen uns jetzt noch den Inn direkt an. So, hier kommt der Inn runter. Das war also mal das Inntal, in dem sich die riesigen Gletscher hier durchgeschoben haben. Hier fließt der Auerbach in den Inn. Ja.
Und ja, hier in der Gegend wird es wahrscheinlich Gold geben. Wenn wir uns jetzt hierher setzen könnten und buddeln. Leider habe ich, wie gesagt, nichts dabei. Hier hinter mir der Inn, der bringt sein Gold aus den Tiefen Österreichs mit. Die ehemaligen Gletscher haben es herangeführt. Hier würden wir auf jeden Fall hier Gold finden, ja, wie schon erwähnt. Das war es auch schon wieder mit der Goldwaschfolge heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir der Frage nachgegangen sind, warum es im Auerbach kein Gold gibt. Ich freue mich schon wieder, wenn es ans Anschürfen geht. Mir bleibt jetzt erstmal zu sagen, beste Wünsche für euch für 2023, fürs neue Jahr. Alles Gute, bleibt gesund. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, macht es gut und ciao.